Hallo, herzlich willkommen zum 6. Teil unserer Reihe Porträt mit Bela. Wir haben ja schon in Teil 1 bis 5 uns beschäftigt mit dem Loomis, mit Dreiviertelansicht, mit, was haben wir noch alles gemacht, Bela? Merkmale, die Augen, die Nase, den Mund. Stimmt. Und das sind natürlich wichtige Voraussetzungen, wenn man ein realistisches Porträt zeichnen und später auch malen möchte. Bevor wir in den nächsten Filmen uns mit den Ohren zum Beispiel beschäftigen, mit den Haaren und mit anderen Einzelheiten des Gesichts, will ich heute eine Übung zur Lockerung und zum richtigen Sehen mit euch machen und mit Bela natürlich. Es geht ja beim Porträtmalen nicht nur darum, viele Dinge zu wissen und zum Beispiel zu wissen, wie man ein Auge richtig konstruiert und wie die Teile der Nase genau angeordnet sind, sondern es geht dann darum, diese Dinge wieder ins Unterbewusste zu schieben und einfach nur der Wahrnehmung und dem Sehen zu vertrauen. Und das üben wir heute. Und zwar geht das folgendermaßen. Wir haben Fotos von uns beiden gemacht. Bela ein Dreiviertelporträt, ich habe ein Frontalporträt. Die haben wir uns in Schwarz-Weiß kopiert. Und was wir jetzt für unsere Übung machen, Bela, ist, dass wir diese Fotos auf den Kopf drehen. Oha. Das sieht schon beängstigend aus, weil unser Gehirn jetzt nicht mehr so ohne weiteres Mund, Nase, Augen, sicherlich können wir das noch erkennen, aber wenn wir uns jetzt wirklich mehr auf die Form konzentrieren, wird uns das wahrscheinlich besser gelingen, weil die ganze Sache jetzt eben verkehrt herum ist. Und wir sehen jetzt viel deutlicher zum Beispiel Licht- und Schattenform. Das möchte ich heute malen, ein Porträt, was auf dem Kopf steht, und ich möchte es malen ohne Bleistiftvorzeichnung. Siehst du da irgendwelche Probleme? Sehr viele, ja. Also, das wird bestimmt gut klappen. Und was wir jetzt malen, sind einfach dunkle Formen, die genau an die richtige Stelle fallen müssen. So kann man sich das vorstellen. Also ich male keine Nase, sondern ich male jetzt hier eine dunkle Form. Die dunkle Form in meinem Bild wäre hier diese schlängelige Gebirgslinie. Und alles das, was sich links davon befindet, wird erstmal mit einer Tonwertstufe, mit einer Graustufe bemalt. Und das, was hier hell zu sehen ist, lasse ich weiß stehen. Und wenn ich dann hier diese Form dunkel male, muss ich nur gucken, dass es einerseits eine weiche Kante gibt, hier oben, und hier gibt es die harte Kante. Denn dies hier ist ein Schlagschatten und das ist ein Eigenschatten der Wange. Es gibt also dunkle Bereiche, die hartkantig abgegrenzt sind. Und es gibt dunkle Bereiche, die weich abgegrenzt sind von den hellen Bereichen. Und das ist das Einzige, was ich unterscheiden muss. Bela, hast du eine Idee, wie wir harte und weiche Kanten denn jetzt im Aquarell dann umsetzen können? Was müsste ich machen, wenn ich eine weiche Kante erzeugen möchte? Die Schattenfarbe mit Wasser anlösen und dann die helle ziehen. Genau, also ich müsste hier mit der dunklen Farbe die Form malen und von der anderen Seite mit dem Wasserpinsel, also mit einer wässrigen Lösung dagegen gehen. Okay, und bei einer harten Schattenkante muss ich das nicht tun. Ich empfehle, wenn ihr das fotografiert habt und euch das Foto dementsprechend zugeschnitten habt, das jetzt so zu machen, wie wir es machen. Wir ziehen einmal einen Rahmen mit dem Bleistift um unser Blatt herum. Jetzt haben wir hier ein leeres Feld, in dem wir unser Porträt genau in der gleichen Größe 1:1 übertragen können. Das macht es uns einfacher, jetzt mit Negativformen zu arbeiten, mit denen werden wir jetzt beginnen. Wir werden die Umrissform hier negativ einmalen. Ich will also in jedem Fall vermeiden, dass unser Gehirn jetzt daran denkt, ein Gesicht zeichnen zu müssen. Wir arbeiten jetzt nur mit 2 Farben. Wir haben ja hier Schwarz-Weiß-Fotos liegen. Es würde also auch ausreichen, wenn man jetzt nur mit einem Grau oder Schwarz arbeitet. Ich nehme immer gerne für solche Schwarz-Weiß-Übungen 2 Farben, eine warme und eine kalte. In diesem Fall Sienna gebrannt von Winsor Newton und Ultramarin Feinst von Schminke. Und so kann ich ein bisschen mit warmen, kalten Farbtemperaturen spielen. Das macht mir einfach mehr Spaß, als wenn ich jetzt mit einem tristen Grauton dieses Gesicht malen würde. Wir beginnen jetzt mit dem Ausfüllen des Hintergrundes, um den Umriss dieses gesamten Kopfes zu erfassen. Ich mache einmal kurz vor, Bela, und dann kannst du sofort mitmachen. Da achte ich jetzt noch nicht so wahnsinnig auf den richtigen Tonwert. Man könnte natürlich jetzt schon sagen, hier arbeite ich etwas heller als zum Beispiel hier. Ja, bei dir wäre es jetzt hier, die rechte Seite ist sehr schön dunkel bei dir und hier verschmilzt es ja ein bisschen. Aber du könntest jetzt im Grunde genommen relativ dunkel drumherum arbeiten. Und was ich jetzt mache, ist, ich fülle diesen Leerraum aus. Ja, also ich gehe jetzt hier
und versuche diese Kante möglichst und den Winkel hier möglichst gut zu erwischen und schaue mir jetzt das hier an. Wir müssen uns jetzt sehr konzentrieren, deswegen werden wir nicht so wahnsinnig viel sprechen. Und es entsteht dann diese Leerform, in die wir nachher das Gesicht einfüllen. Ja, let's go. Und die Farbe einfach 50-50? Die Farbe nehmen wir jetzt, wir nehmen einen mittleren Tonwert ungefähr in der Stufe 4. Du kannst auch ein bisschen variieren zwischen 4 und 5. Bei dir ist es dunkler, ja? Du kannst ruhig eine 5 und eine 6 nehmen. Und leg dir das Blatt einfach so hin, dass du das sehr gut sehen kannst hier. Es ist wirklich eine Konzentrationsarbeit. Das ist ein bisschen wie Puzzeln, wenn man so will. Genau, und dann gehe ich immer so rüber und gucke, zack, wo ist das Ohr, mache mir hier einen Punkt hin und dann kann ich die Form aussparen. Ne? Es geht jetzt um diese schwarze Form, die hier übrig bleibt, damit wir nicht das Ohr malen, sondern Formen, die dazwischen liegen. Wir können noch ein bisschen korrigieren. Ich habe an einer Stelle jetzt auch schon korrigiert, wo ich mit der Mütze hier zu weit rumgekommen war. Wir drehen nachher natürlich um und werden schauen, was da entstanden ist, aber es ist eher eine Übung, um zu lernen. Ich sehe auch gerade, ich bin hier viel zu weit rausgegangen. Wenn wir das jetzt haben, föhnen wir einmal. So, was wir jetzt machen, wir mischen uns jetzt einen mittleren Tonwert, der ungefähr der Dunkelheit dieser gesamten dunkleren Fläche entspricht. Bei dir ein bisschen heller als bei mir. Das können wir erstmal hier oben in so einem Kästchen uns ermischen, dass wir so diese Tonwertstufe, also bei dir ist vielleicht eine 3, bei mir ist eine 4, uns mal da oben hinlegen. Ungefähr in dieser Tonwertstufe würde ich jetzt hier versuchen. Also was wir jetzt machen, wir kneifen die Augen zusammen und blinzeln mal gemeinsam und versuchen nur zu entscheiden, ob etwas hell ist, das ist dieser Bereich, oder ob etwas dunkel ist. Wir haben nur 2 Möglichkeiten, entweder hell oder dunkel, keine Mitteltöne. Ja, was würdest du dann sagen? Zeig mal bei deinem Bild, was ist hell, was müsstest du dem dunkleren Bereich zu... Hell ist hier, Ja. Bis hier wird es ja auch dunkel dann schon. Ja, da ist schon dunkel. Dann hier die Wange Ja. auf der Seite. Und hier sehen wir hier so eine komische Kurve, ne? Das Kinn würde ich noch der dunklen Sache zu. genau, hier Ja, ist noch also so eine- blinzeln und dann sieht man hier, wie es hier so ganz sich durchmeandert. Hier. Genau. Ja, sehr schöne Form. Und bei mir ist es ähnlich. Hier geht es auch durch mit der Dunkelheit und das trage ich jetzt erstmal ein. Mach alles dunkel, was hier dunkel ist. Wie gesagt, entweder heiß oder kalt, hell oder dunkel. Ja, mehr Möglichkeiten haben wir jetzt im ersten Schritt noch nicht. Später werden wir das noch modifizieren. Hier hatte ich dann auch eine kleine dunkle Form und eventuell die Brille schon eintragen. Mal gucken. Neben dieser Hell- und Dunkelgeschichte entscheide ich, habe ich eine harte Kante oder eine weiche. Und alles, was weich ist, versuche ich vorsichtig schon mal ein bisschen mit Wasser anzulösen. Könnte man auch auf später verschieben, das anlösen, aber wir können es ja schon mal ein bisschen mit reinnehmen. Also wir starten jetzt einfach mal und schauen, was passiert. Das ist das, was wir im Porträt immer machen. Wir malen Formen und vertrauen, dass es, wenn wir nur die richtigen Formen erwischen, das Abbild der Person wird, die wir da porträtieren wollen. Und wenn wir dann zusätzlich noch Informationen haben, wie eine Nase gebaut ist, wie der Mund typischerweise zu malen ist, dann aus dieser Kombination, aus dem Wissen und aus dem Sehen, aus dem Wahrnehmen, können wir nachher das realistische Porträt entstehen lassen. Das ist die Art, wie Porträtmaler sehen, gucken und dann auch Ähnlichkeiten erzeugen. Weil es ist ja die eine Sache,
Auge, Nase, Mund zu malen. Aber das, was wir alle in der Porträtmalerei erreichen wollen, ist ja die Ähnlichkeit mit dem porträtierten Menschen. Und da müssen wir eben nochmal anders gucken als jetzt in den Folgen, wo wir jetzt die Augen, Mund, Nase eher schematisch gemalt haben. Okay, dann föhnen wir das einmal trocken und dann gibt es ja noch Bereiche, die im Gesicht noch dunkler sind. Wir haben jetzt den mittleren Tonwert gemalt und jetzt kommen noch die dunklen Akzente. Jetzt kommt der noch dunklere Tonwert, also jetzt könnte man zum Beispiel hier eine dunkle Form hinlegen, ja, wieder ein bisschen weich verblenden. Und hier kannst du ein bisschen jetzt mit Akzenten arbeiten. Und gleichzeitig könntest du versuchen, hier vorsichtig was auszuwaschen, wenn du möchtest. Ja? Also so könnte man jetzt weiterarbeiten. Ich werde jetzt hier bei mir diese dunkle Form malen. Hier sehe ich noch ein bisschen was Dunkleres, hier eventuell ein bisschen intensivieren. Ja? Nasenlöcher, aber wie gesagt, nicht an die Nase denken, sondern gucken, wo ist die dunkle Form, vielleicht im Verhältnis zum Bildformatrand oder im Verhältnis zum Mund, ja? Dass man das jetzt einträgt. Immer mal wieder zwischendurch föhnen, damit wir dann eine neue Lasur drüber legen können. Also wir bewegen uns jetzt hier ganz schön auf verlorenem Posten und versuchen die Formen, die wir sehen, an die richtige Stelle fallen zu lassen. Wir haben noch nicht einmal umgedreht bisher und das ist auch ganz wichtig. Wenn wir jetzt diese Formen eingetragen haben, können wir noch ein bisschen korrigieren mit dem Auswaschpinsel, wo wir vielleicht noch einen anderen Schwung vermuten. Und dann werden wir umdrehen und werden uns erfreuen an den Dingen, die uns dann anschauen. Und können dann natürlich auch noch Kleinigkeiten verändern. Würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Ja. Also der Moment ist gekommen und wir drehen um. Nicht schlecht. Komisches Kinn hier unten. Das Auge ist halt... Genau, da können wir jetzt aber gleich noch mal ein bisschen korrigieren. Es geht dann, glaube ich, jetzt eher um harte und weiche Kanten, die man noch mal ein bisschen reparieren kann. Ne? Hier sehen wir zum Beispiel eine Linie, die ich hier überhaupt nicht sehe. Ja? Also da könnte man jetzt noch mal ein bisschen korrigieren. Aber guck mal, die hohe Stirn hier, sehr gut rausgekommen. Die Haare toll, die ja auch mit dem hellen Haar, was hier noch ist, super. Und ich erkenne dich richtig gut. Jetzt noch ein bisschen korrigieren, ich mache das bei mir auch. Da setzen wir uns jetzt mal einen Timer, also 10 Minuten. Unser Kameramann guckt auf die Uhr, denn jetzt
geht es darum, wirklich nicht zu feinteilig jetzt nochmal zu arbeiten, sondern nur, ja, vielleicht wichtige Korrekturen, die einem jetzt noch auffallen. Ansonsten ist unser Porträt jetzt fertig. Ich erschrecke ja immer darüber, wie schief meine Nase ist, aber das scheint wirklich so zu sein. Und dann malen wir das eben auch so. Man ist jetzt in der Versuchung, dass man zu viel noch rumfummelt. Wichtig ist, diese Übung auf dem Kopf zu malen, so lange wie es geht. Und wenn man dann umdreht und noch ein bisschen korrigieren will, ist es völlig in Ordnung. Ich mache diese Übung regelmäßig in meinen Präsenzkursen zum Thema Porträtmalerei. Und da ist es den Schülerinnen wirklich nicht gestattet, das Blatt umzudrehen. Und wir ziehen das bis zum Ende durch und schauen uns dann die Ergebnisse an. Und es ist immer wieder absolut faszinierend, wenn die 15 Bilder dann an der Wand hängen, wie jede Porträtierte sofort zu erkennen ist. Das würden wir nie erreichen, wenn wir frontal in den Spiegel schauen. Wenn wir aber das Blatt umdrehen, erreichen wir die maximal mögliche Ähnlichkeit. Ich mache das nicht nur jetzt bei diesem Selbstporträt, sondern ich mache es auch bei Porträtaufträgen, die ich habe. Wenn ich im neuen Kalender wird es wieder ein Porträt geben von meiner ältesten Enkeltochter. Alles auf dem Kopf gemalt, weil mir das dann gelingt, die Formen an die richtige Stelle fallen zu lassen. So, ich glaube, wir sind recht zufrieden mit unseren Bildern. Wir werden jetzt die Fotos hier wegtun und schauen uns nochmal unsere Aquarelle an. Das hätten wir im Vorfeld nicht gedacht, Bela, dass wir das so gut hinkriegen, oder? Das stimmt. Also es geht mir übrigens genauso. Ja? Ich höre dann oft von meinen Schülern, da gibt es manchmal Tränen, weil man denkt, oh Gott, jetzt muss ich hier was machen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Ich setze irgendwelche Flecken und ich weiß nicht, was es ist und es wird bestimmt nichts und ich muss es nachher zeigen und es ist alles ganz furchtbar. Es ist eine Übung für euch selbst und in jedem Fall, wenn man das Blatt umdreht, erlebt man eine Überraschung, weil man denkt, so gut hätte ich es mir nicht vorgestellt. Ja? Und so gut hätte ich es wahrscheinlich sonst auch gar nicht hinbekommen. Also lasst euch drauf ein, versucht es zu üben. Wir haben das jetzt ja nur einmal gemacht. Wir müssen es jetzt, sagen wir mal, 3 Wochen lang alle 2 Tage machen. Nicht nur vielleicht von euch selbst als Selfie, sondern auch von euren Familienmitgliedern, von euren Nachbarn. Also alles, was euch so zwischen die Finger kommt. In der Zeitung kann man auch mal ein Bild ausschneiden. Umdrehen auf dem Kopf in der gleichen Größe im Idealfall. Es ist einfacher. In der gleichen Größe wie die Vorlage. Einmal die Außenkontur und dann die Formen malen und nicht Nase, Auge, Mund, Ohr malen. Also wir sind ganz zufrieden mit unseren Ergebnissen. Letztendlich geht es gar nicht darum, unbedingt immer zufrieden zu sein, sondern vielleicht diesen Aha-Effekt zu haben, wenn man etwas lernt. Ich möchte noch kurz einen kleinen Hinweis in eigener Sache loswerden. Es gibt nämlich die Möglichkeit, mich in meinem Atelier zu besuchen, und zwar zu den Kieler Ateliertagen. Die finden statt am 28. und 29. September, das ist ein Wochenende, und ich öffne mein Atelier für alle Interessierte. Da gibt es auch einen kleinen Einblick in die Entstehung unserer YouTube-Filme. Würde ich mal fragen, ist Bela vielleicht für 1-2 Stündchen auch hier? Bela, wie sieht's aus? Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Das ist schön. Und er könnte Fragen beantworten zu unseren YouTube-Filmen. Wir freuen uns, wenn ihr hier vorbeikommt. Ich verlinke unter dem Film die Internetseite zu den offenen Ateliertagen. Dort findet ihr auch mein Atelier, die Anschrift und die Öffnungszeiten. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen und ansonsten gerne wieder hier auf YouTube nächste Woche mit dem nächsten Motiv. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.